Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam wa rasulillah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdani min lisani yafqahu qawli. Wir beginnen mit einem neuen Thema und das Thema ist Einführung in die Rechtswissenschaften. Denn dieses Thema wird kaum besprochen und es werden viele Videos folgen. Erstens, wie schon erwähnt, die Einführung in den Fiqh, also in die Rechtswissenschaft, und wie die Rechtsschulen, die Madahib, entstanden sind. Und durch diese Vorträge wird man bemerken, dass manche Aussagen, die hier getätigt werden auf TikTok über die Madahib, zerstört werden. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass ein Muslim sich mit dem Fiqh auseinandersetzt. Und wir müssen zu Beginn erst einmal klarstellen, dass es im Thema Fiqh Fardul Ain gibt, also Sachen, die jeder machen muss, wie zum Beispiel Gebet, Hajj, Zakat, Fasten und so weiter. Und es gibt Fard al-Kifaya. Und das sind Sachen, die nicht jeder machen muss. Und wir beginnen mit den allgemeinen Grundlagen und Fardul Ain. Und die Grundlagen in den Fiqh, es ist von dem Buch, wir besprechen ein Buch, Al-Madkhal al-Fiqh, ist das Buch, das wir besprechen. Und dies wird sogar in Saudi-Arabien unterrichtet und dieses Buch ist verständlich und klar und nach diesem Buch kann man auf den Fiqh aufbauen und studieren. Die Gelehrten sind sich einig, dass das Gebet die wichtigste Fiqh-Angelegenheit ist, Fiqh al-Ibadah. Denn wir werden am Tag der Auferstehung als erstes über das Gebet gefragt. Und was sind die Ziele dieses Vortrags, dieser Vortragsreihe? Erstens einmal, der Lernende, der Talib ul-Ilm, lernt die Bedeutung des Vorzugs und das Urteil über das Erlernen des Fiqh. Zweiter Punkt, dass der Talib Liebe und Motivation für das Lernen des Fiqh, sodass im Inneren eine Motivation entsteht, um den Fiqh zu lernen. Dass der Talib die geschichtliche Entwicklung des Fiqh versteht und dass der Talib die Imame des Fiqh ehrt, ihre Vorzüge anerkennt und ihre Bemühungen würdigt. Denn wir sehen auch auf TikTok, da gibt es irregegangene Leute, die haben keine Ahnung von irgendeiner Grundlage, aber sprechen über diese 4 großen Gelehrten und machen sogar teilweise Takfir über einige von ihnen, aber dazu später, es wird noch sehr interessant. Nummer 5, dass der Talib die Unterschiede zwischen den Rechtsschulen versteht in der Gesetzgebung, denn in der Akida sind alle gleich. Dieser Punkt ist wichtig, dass der Talib die Unterschiede zwischen den Rechtsschulen versteht in der Gesetzgebung, denn in der Aqida sind alle gleich. Und dass der Talib die Bedeutung des Tamathub und den Hukm von At-Tamathub kennt und den Hukm, also Hukm bedeutet Urteil, kennt und zwischen den Erlaubten und den Verbotenen unterscheiden kann. Und es ist falsch, ohne diese angeführten Punkte den Fiqh zu lernen, da manche Talibul Ilm dann denken, dies sind nur Aussagen von Menschen und sie behaupten, sie würden nur Fiqh al-Dalil, also Koran und Sunna folgen und dann den Rechtsschulen nicht folgen. Und das müsst ihr euch mal vorstellen, diese Aussage, wenn jemand sagt, und das hören wir so oft, dass jemand sagt, ich folge nur Fiqh al-Dalil, also ich folge nur Koran und Sunna und ich brauche keine Rechtsschulen. Und ihre Aussage würde bedeuten, dass die Rechtsschulen nicht auf Fiqh al-Dalil sind. Und das ist eine fatale Aussage, denn alle 4 Rechtsschulen sind Fiqh al-Dalil. Und so eine Person wird Fiqh, also die oben genannte Person, die sowas behauptet, wird es niemals lernen, weil er schon von Anfang eine Mauer zwischen sich und dem Fiqh aufgebaut hat. Und jede Rechtsschule enthält richtige und weniger richtige Ansichten, aber alle sprechen mit Beweis. Und das bedeutet nicht, dass jeder Mujtahid, also jeder Gelehrte, richtig liegt, aber niemals wird er ohne Beweis sprechen oder gar lügen. Und alle 4 Rechtsschulen sprechen immer mit Beweis. Und wir müssen begreifen, dass Fiqh sehr umfangreich ist und wir müssen davon überzeugt sein und uns bemühen, es zu verstehen. Und wir werden in den nächsten Vorträgen alle Biografien der 4 Imame lernen. Wir gehen auf jede Rechtsschule ein, wir lernen über den Fiqh der Sahaba und so weiter und wir sprechen auch über die ausgestorbenen Madhahib.
Denn ursprünglich gab es nicht nur 4 Madhahib. Und über die Schulen der Gesetzgebung, und wir sprechen auch, wie man mit Meinungsverschiedenheiten der Gelehrten umzugehen hat. Dann ist noch ein wichtiger Punkt die Definition des Fiqh. Es gibt den Kalimat ul-Fiqh, das ist der sprachliche. Dann gibt es die Scharia, das ist der islamrechtliche. Und dann gibt es die Estalahan, und das ist die terminologische. Und diese 3 Definitionen sind in 3, wie soll man es sagen, Kreise, nennen wir es Kreise, sind in 3 Kreise unterteilt. Groß, mittel und klein. Und der größte dieser Kreise ist die sprachliche Definition, also Kalimat. Denn sprachlich bedeutet also alles, über das man spricht. Der mittlere Kreis ist islamrechtlich, Scharia, und dies umfasst alle Sachen, was man verstanden hat. Und der kleinere Kreis ist die Terminologie, und das ist das Wissen über die einzelnen Urteile. Ich bringe euch ein Beispiel. Jemand besucht einen Unterricht über Paradies und Hölle. Das enthält schon einmal Fiqh im Sprachlichen. Wenn er den Vortrag verstanden hat, dann ist es Fiqh im Islamrechtlichen. Und in diesem Beispiel ist der terminologische Kreis nicht enthalten. Ich bringe noch ein anderes Beispiel. Stell dir vor, du kommst aus der Moschee und siehst auf dem Monitor eine Ankündigung, dass es Unterrichte gibt. Und der erste ist zum Beispiel die Erklärung von einem Buch über Logik. Das zweite ist eine Erklärung von Kitab ul-Iman, also Hadithe von Sahih al-Bukhari. Und das dritte ist ein Buch über Fiqh. Und du besuchst jetzt alle 3 Unterrichte und verstehst alle 3. Welche gehören dann zum Fiqh im sprachlichen Sinn? Genau, alle 3 gehören zum sprachlichen. Welche gehören zum islamrechtlichen? Dazu gehört Kitab ul-Iman, also Hadith, und das Buch über Fiqh. Und auch diese letzten genannten gehören auch zur Terminologie. Das wird jetzt alles ein bisschen verwirrend klingen und die Leute werden sich denken, was erzählt er mir da? Aber es wird sich alles noch, wenn du das verfolgst, wird es sich alles noch herausstellen. Dann, der Fiqh beschäftigt sich mit den Handlungen der Menschen aus der Perspektive der islamrechtlichen Urteile. Und Aqida gehört nicht zu Fiqh. Denn wir müssen wissen, und das ist ein sehr wichtiger Punkt, den viele nicht verstehen, Aqida ist bei allen 4 Rechtsschulen gleich. Der Fiqh ist im Speziellen ein Teil des islamischen Wissens und entspringt aus Koran und Sunna. Und wer über den Fiqh nachdenkt, erkennt, dass es zu den größten und besten Wissenschaften gehört. Man sieht bei den Menschen, dass die meisten Fragen an die Gelehrten die Fragen in Fiqh sind. Und trotzdem steht die Akida über dem Fiqh, aber zahlenmäßig betreffen die meisten Fragen den Fiqh. Wenn ihr in euch geht und schaut, was ihr für Fragen habt, es werden zu 90% oder Allahu Alam wie viel Prozent, aber es wird einen hohen Anteil Fiqh-Fragen sein. Dann kommen wir zu den Entwicklungsphasen des Fiqh. Und viele Gelehrte haben über die Entwicklungsphasen geschrieben und alle erklärten dasselbe gut und deutlich. Sie unterscheiden sich nur in der Einteilung. Und hier in Marahil al-Fiqh, also in diesem Buch, unterteilen wir es in 4 Phasen. Erstens ist at-Tashriha, die Gesetzgebung, und diese erste Phase kommt aus der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam und es ist die Gesetzgebung. Das bedeutet, die ersten 11 Jahre nach der Hijra sind die Phase der Gesetzgebung. Und diese Phase ist ausschließlich für die Zeit des Prophetentums begrenzt. Und nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam endet diese Gesetzgebung. Weil keine Offenbarung mehr kam, endet die Phase der Tashriha. Und alle Gesetze, die der Mujtahid abgeleitet hat, sind offenbarte Gesetze. Und sie werden aus Koran und Sunna abgeleitet natürlich. Und die darauffolgende Phasen, Tahrir al-Fiqh, gehören daher zu Phasen des Fiqh und nicht mehr zur Gesetzgebung. Das bedeutet, die zweite Phase, Marhalat al-Fiqh, also vor der Entstehung der Rechtsschulen,
Und diese Phase beinhaltet den Fiqh zu Zeiten der Sahaba, den Tabi'in, und den Fiqh zu Beginn der Zeit vor der Rechtsschule. Und diese Phase ging circa 100 Jahre. Und dann kommt die dritte Phase, die Phase der Madhahib. Und diese Phase beginnt von der Entstehung der Rechtsschule bis heute. Und dann gibt es noch die vierte Phase, das ist die moderne Zeit. Und das ist von 1300 ungefähr nach Hijra bis jetzt sozusagen. Und wir müssen verstehen, das ist auch sehr wichtig, dass die Phase 1, die Zeit der Gesetzgebung, diese ist vorbei, diese ging 11 Jahre und die Phasen sind ungefähre Zeitangaben, außer die erste Phase. Und diese Phase ist auch komplett abgeschlossen. Und nächstes Mal beginnen wir mit den Rechtsschulen, mit den Biografien. Und wir beginnen bei den Biografien, oder machen wir es so, wir machen zuerst alle Phasen durch. Phase 1, 2, 3 erklären wir und dann beginnen wir mit den Biografien. Und damit das alles nicht zu lange wird, werde ich das alles in kurze Videos verpacken und inshallah werden die Leute einen Nutzen daraus ziehen. Denn wie gesagt, das ist eine grobe Einführung von was ich gelernt habe über dieses Buch, über Fiqh-Angelegenheiten. Und ich möchte es gerne mit euch teilen, weil es sehr wichtig ist. Und ich bitte Allah darum, dass wir Nutzen daraus ziehen, weil es das leider sehr wenig gibt.